Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP Spectre X360 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Notebook nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier nur mit der gesamten Einheit einhergeht. Das heißt, man muss die komplette Einheit ausbauen, abbauen, um das Display zu tauschen. Bei der Tastatur ist es so, dass man alles von unten aus dem Gerät rausnehmen muss, um an die Tastatur heranzukommen. Gut, um jetzt die genaue Modellnummer herauszufinden, schauen wir auf die Rückseite des Geräts und die steht super klein gedruckt, genau hier. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein, wobei die äußeren beiden hier oben etwas länger sind. Die kann man also gesondert aufbewahren und dann kommt man später nicht durcheinander. Ich habe zum Öffnen hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und Aufsätze mit dabei, die man so braucht. Und ja, ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier für die Torx-Schrauben ein T5. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Die Gehäuseunterseite ist hier an der Rückseite so ein bisschen eingehakt. Das heißt, ich versuche jetzt ein bisschen nach vorne zu ziehen. Da kann man auch in der Mitte noch ein bisschen aufhebeln, falls es nicht ganz geht. Und hier sieht man, wo das unter den Scharnieren war. Gut. So sieht dann der Deckel von innen aus und so das Gerät. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man seitlich greifen und dann einfach mit ein bisschen hin und her rütteln, seitlich herausziehen. So, was können wir noch sehen? Der RAM ist bei diesem Gerät auf die Platine gelötet, das heißt, den kann man nicht austauschen oder erweitern. Dann sehen wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier sehen wir noch die SSD und direkt daneben das WLAN-Modul. Um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen.
Und danach noch die beiden Kabel, die hier so seitlich verlaufen, aus der Führung nehmen. Die sind auch auf der einen Seite ein bisschen festgeklebt. Da ziehen wir das Klebeband ab, lösen das andere Kabel heraus. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier herausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss und dann kann man das Kabel rausziehen. Das ist wichtig, dass man da nicht einfach an dem Kabel zieht, sondern erst, wie gesagt, nach oben klappen und dann kann man das Kabel einfach lösen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser schwarzen Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein, macht die Schraube auch wieder fest und fertig. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen. Eine davon ist unter dem Klebeband, das wir abziehen müssen. Hier sehen wir die Schrauben. Und dann muss man noch das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, lösen. Und ja, manchmal hilft es einfach, den Lüfter vorher schon rauszuschrauben und rauszunehmen. Dann kommt man so besser an den Stecker ran. Die Kabel sind hier sehr dünn, da würde ich also nicht direkt dran ziehen. Eher versuchen, den Stecker seitlich oder oben zu greifen und dann mit Rütteln und Wackeln irgendwie rauszubekommen. Ich nehme hier jetzt sogar eine kleine Hilfe dazu, dass ich da in die Lücke reinkomme und ja, dann ist der auch schon draußen. Den Lüfter kann man dann einfach aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Und auch beim Wiedereinbau ist es oft besser, dass man das Kabel erst wieder verbindet und den Lüfter dann festschraubt. Und hier einfach darauf achten, dass der Stecker wirklich richtig fest drin sitzt. Danach muss man den Lüfter nur noch wieder festschrauben und ja, hat das auch erledigt. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Dann auf jeden Fall die Kabel wieder in die Führung einfädeln, dass die nicht knicken oder sogar brechen. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Beim Wiederverbinden von der Gehäuseunterseite muss man hier ein bisschen schauen, dass man auf der Rückseite anfängt und den Deckel da so ein bisschen einbiegt, dass die Nasen auch wirklich in die Einraststellen kommen. Da einfach ein bisschen runterdrücken, vor allem in der Mitte, und das Ganze dann einlegen. Und dann kann man das runterklappen und ja, richtig festdrücken. Da geht man überall noch einmal drumherum und drückt das richtig, dass man auch wirklich nirgendwo mehr eine offene Stelle sieht, bis alles richtig bündig und eingerastet ist. Ja, und dann muss man das Gerät eigentlich nur noch wieder zuschrauben. Die beiden langen Schrauben, wie gesagt, hier oben außen. Der Rest erklärt sich und dann ja, ist man damit auch fertig.
So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.